Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wieder gemeinsam mit Theresa. Wir möchten heute mit euch über schöne deutsche Wörter sprechen. Wir haben ja öfter mal unter unseren Schülern und Schülerinnen gefragt, welche Wörter ihr im Deutschen besonders schön findet. Und Theresa, ich habe eine Liste angelegt mit 10 schönen deutschen Wörtern, die schön sind, weil sie entweder besonders klingen oder weil es vielleicht auch keine direkte Übersetzung in eine andere Sprache gibt und somit besonders sind. Und ich würde vorschlagen, ich sage dir das Wort und du versuchst das zu erklären und vielleicht ein Beispiel dazu zu machen. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann geht's los. Bevor wir jetzt gleich mit dem Video starten, noch 2 Hinweise. Hinweis Nummer 1, in diesem Video sprechen Laura und ich ganz authentisch miteinander. Das heißt, es ist ein authentisches, muttersprachliches Gespräch. Wenn du am Anfang noch nicht alles verstehst, ist das vollkommen normal. Du hast jederzeit die Möglichkeit, die Untertitel zu aktivieren. Dann fällt es dir vielleicht ein bisschen leichter. Und ansonsten sehe es einfach als perfekte Übung für dein Hörverstehen. Und Hinweis Nummer 2, es gibt auch ein kostenloses PDF zu diesem Video. Das heißt, wir sammeln alle Wörter und Sätze aus diesem Video in einem Dokument und das kannst du dir kostenlos herunterladen. Du findest den Link dazu unter diesem Video. Und jetzt kann es losgehen. Und jetzt kann es losgehen? Ja. Bist du bereit für unser erstes schönes Wort? Und das ist nämlich der Zickzack. Ne? Zickzack. Okay. Zickzack. Okay. Ich denke so, ich bin überfordert. Ich denke sofort an, ich laufe im Zickzack. Ja, genau. Ah ja, okay. Genau, also das bedeutet einfach, dass man keinen geraden Weg geht, sondern im Zickzack läuft. Zickzack, Zickzack. Genau, das ist im Zickzack. Ja. Ja, und ich laufe im Zickzack oder ich gehe im Zickzack. ja, genau, könnte man sagen. Also meistens wirklich auf eine Bewegung bezogen. Entweder gehen oder fahren macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn mit dem Auto. Nee, aber mit dem Fahrrad vielleicht. Oder ein Kind fährt mit diesem Bobbycar oder so, fährt Zickzack. Also, ja genau. Stimmt. Und es ist ja auch nicht in Schlangenlinien, sondern es impliziert schon mit Ecken sozusagen. Zick, zack, zick. Ja, genau. Das ist ein schönes Beispiel für eine Lautmalerei, ne? Wo das Wort auch schon so ein bisschen impliziert, was es bedeutet. Ja, das stimmt. Zickzack. Okay, das zweite Wort ist ganz ähnlich, nur dass es Schnickschnack heißt. Okay. Schnickschnack. Schnickschnack. Das sind so Kleinigkeiten, die man zu Hause hat, die man aber wirklich gar nicht braucht. Das ist ja total oft irgendwie so Deko, also Dekoration oder so kleine Figürchen oder so, die eigentlich nur verstauben und in irgendeinem Regal stehen oder so. Das ist Schnickschnack. Also, ich weiß nicht, bist du eine Person, die viel Schnickschnack hat? Schwer zu sagen. Eigentlich nicht, weil ich finde persönlich, ich habe nichts, was überflüssig ist. Also alles hat irgendwie eine Bedeutung für mich. Was jetzt natürlich nicht bedeutet, dass ich zu wenig Sachen habe. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt viel Schnickschnack rumstehen habe. Ja, okay. Aber was würdest du sagen, ist so typisches Schnickschnack? Ich hätte auch als erstes gedacht, so Deko. Also irgendwelche Sachen, mir fallen da vielleicht auch in erster Linie jetzt unsere Omas oder so ein, wo man sich denkt, so, warum steht das da denn? Also das ist einfach mal ein Geschenk gewesen vor weiß ich nicht wie vielen Jahren und hat eigentlich keinen tieferen Sinn und verstaubt, wie du gesagt hast. Also ich denke da auch eher an Deko eigentlich. Ja. Okay, das wäre doch vielleicht auch mal eine Frage an alle. Besitzt ihr viel Schnickschnack? Schreibt das gerne mal in den Kommentaren. Ja, stimmt. Ja. Ich habe übrigens auch gelesen, dass man dieses Wort Schnickschnack auch für ein Gespräch benutzen kann. Also wenn jemand sagt, du redest zu viel Schnickschnack, dann heißt es so viel wie, das ist inhaltslos, also ein leeres Gerede. Wir reden zwar, aber es hat irgendwie keinen tieferen Sinn. Okay, weil es gibt ja auch das Verb schnacken. Genau. Was ja eigentlich auch ein Synonym zu sich unterhalten ist, aber es hat eben genau diesen Stil, ne, dass es irgendwie so ein bedeutungsloses Gespräch ist im Prinzip. Ja, genau. Okay, unser nächstes Wort wäre der Kummerspeck. Der Kummerspeck. Oh, das ist also damit meint man den Speck am Körper oder das Fett am Körper sozusagen und dass das mehr wird, wenn man Kummer hat und Kummer bedeutet ja, dass man traurig ist oder sich Sorgen macht oder so und ich glaube, Kummerspeck ist ja vor allem
viel, wenn es um Trennungen geht oder also wenn Beziehungen auseinandergehen, dass man dann traurig ist und Kummer hat und dann isst man vielleicht mehr Schokolade als sonst oder so und dann nimmt man ein bisschen zu, also man bekommt einen Kummerschweck. Ja, genau. Ja. Ein schönes Wort. Stimmt, ja. Dann hätten wir ein Verb und das ist fremdschämen, also sich fremdschämen. Also sich schämen bedeutet ja, wenn einem eine Situation irgendwie unangenehm ist, ne? Dann, oh Gott, ich schäme mich, ich werde vielleicht rot im Gesicht und so, oh nein, warum ist das passiert? Und sich fremdschämen bedeutet dann, dass man genau dieses Gefühl aber für eine andere Person hat. Also, ich weiß nicht, fällt dir eine Beispielsituation ein? Vielleicht verhält sich irgendjemand in der Öffentlichkeit so, wo du sagst so, das hat er jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Das ist mir total peinlich. Du schämst dich sozusagen an seiner oder ihrer Stelle. Ja. Wahrscheinlich, jetzt habe ich auch kein Beispiel, aber wenn vielleicht irgendwer, vielleicht ein Freund sogar oder sowas von dir irgendwas sagt, weil er eine Meinung hat über ein Thema, wo du total anders denkst. Ja. Und dann denkst du dir, oh Gott, nee, das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Und dann, stimmt. Dann schämst du dich selber einfach für ihn. Ja, und ich habe auch gerade an so eine Situation gedacht, wo eine Person eine Präsentation halten muss vor einem großen Publikum und dann, keine Ahnung, fällt dieser Person ihr Wasserglas runter auf den Boden oder so oder spritzt vielleicht noch andere Personen mit Wasser voll oder so, wo man sich denkt, oh nein, oh, die arme Person, das ist so unangenehm, das ist so peinlich. Na, und dann hat man eben dieses Gefühl, dass man sich fremd schämt. Ja, genau. Also anstelle einer anderen Person. Okay, dann haben wir ein schönes Wort, das ist das Schlaraffenland. Kannst du mal erklären, was man unter dem Schlaraffenland versteht? Eigentlich ein Paradies. Ja. Oder? Also, ich denke jetzt zum Beispiel an wieder Kinder, die in ein Geschäft gehen, in dem es Spielzeug gibt. Dann ist das für die fühlen sich wie im Schlaraffenland. Also dann ist das Paradies für sie. So, oh mein Gott, es ist wunderschön hier. Genau, das ist, würde ich sagen, also ein anderes Wort für ein Paradies, oder? Genau. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, woher das kommt und den Begriff gibt es tatsächlich seit 1500 ungefähr und wurde geprägt von unter anderem den Dichter Hans Sachs. Und der hat damit einen fiktiven Ort beschrieben, der, wie du sagst, märchenhaft ist, also paradiesisch ist, bei dem es aber auch wirklich alles im Überfluss gibt. Also du musst dir vorstellen, es gibt Flüsse, aber anstatt Wasser fließt dort Milch oder Honig oder Wein. Ne? Also etwas ist total übertrieben. Die Häuser, die dort stehen, sind keine normalen Häuser, sondern sie sind aus Kuchen gebaut und so weiter. Also es ist eigentlich in erster Linie auf Essen bezogen, sodass man alles im Überfluss hat. Genau. Aha, okay. Und aber eben auch keine Sorgen. Ne? Man muss sich um nichts Sorgen machen, es ist alles perfekt. Arbeiten ist verboten, stattdessen nur den ganzen Tag essen und faulenzen. Also Paradies. Teilweise. Okay. Genau, das wäre das Schlaraffenland. Okay, dann kannst du mal erklären, was ein Purzelbaum ist. Soll ich es vormachen? Ja, bitte, wenn du es schaffst. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, tatsächlich. Also wie soll man das beschreiben? Es ist eine Bewegung und das ist auch wieder eine typische Bewegung für Kinder, würde ich jetzt mal sagen. Es kommt aus dem Turnen, also aus der Akrobatik sozusagen. Ne? Also, dass man steht und dann geht man mit den Händen nach unten und man rollt sich über den Boden. Das ist ein Purzelbaum. Ja, man sagt oft auch eine Rolle vorwärts macht man, genau. oder? Also ich gibt auch Rolle rückwärts. Und Rolle rückwärts, genau. Wir haben das damals, glaube ich, auch im Sport öfter gemacht, ne, wo wir noch kleine Kinder waren, dass man eine Rolle vorwärts macht, also sich nach vorne in eine Rolle bewegt. Ja, genau. Ja, ein Purzelbaum. Okay, dann das nächste Wort. Habe gerade überlegt, ob das zu dir passt, aber eigentlich schon. Oh. Und zwar die Naschkatze. Ja, aber auf jeden Fall. Die Naschkatze. Naschkatze, das ist eine Person, die gerne Süßigkeiten isst. Also wenn man zum Beispiel nach jedem Hauptgang nochmal eine kleine Süßigkeit isst oder sowas, dann ist man eine typische Naschkatze. Ja. Also wenn man vielleicht auch süße Gerichte präferiert,
Genau, dann ist man eine Naschkatze. Ja, genau. Oder auch, also ich habe auch zuerst an Süßigkeiten gedacht, aber Naschen ist ja tatsächlich auch, wenn man Kleinigkeiten probiert. Also wenn man oft heimlich irgendwie von etwas zum Kühlschrank geht und du probierst was von irgendeinem Gericht, was noch da ist, dann ist man auch eine Naschkatze. Ja, man nascht stimmt. sehr gerne. Das stimmt. Ich finde, meine erste Assoziation ist irgendwie mit Süßigkeiten. Ja, meine auch. Aber vielleicht, weil das einfach die meiste Verwendung quasi ist. So. Ja. Genau. Okay, dann haben wir noch ein schönes Wort und zwar der Schlawiner. Der Schlawiner. Das ist eine Person, die. Wie beschreibt man das? Du bist so ein Schlawiner. Ich sehe unsere Mama vor uns. Du bist so ein Schlawiner. Ich glaube, das ist schon eine Person, die sehr bewusst seinen oder ihren Charme spielen lässt und um damit an sein oder ihr Ziel zu kommen. Also so vielleicht auch Menschen so ein bisschen zu täuschen, aber auf charmante Art und Weise, um etwas zu erreichen. Also vielleicht, keine Ahnung, jetzt unsere Hunde oder so, ne? Dann sitzen sie vor einem und schauen einem ganz lieb an, so, ja, okay, hier bekommst du deinen Keks oder so. Du bist so ein Schlawiner, oder? Ja, doch, auf jeden Fall. Mir ist auch als Alternative dazu eingefallen der Ausdruck Schlitzohr. Ja. Hat die gleiche Bedeutung. Jemand ist ein Schlitzohr. Also das ist wirklich eine Person, beziehungsweise man verwendet das humorvoll, diesen Ausdruck, für eine Person, die etwas ganz schlau und clever anstellt, um ihr Ziel zu erreichen. Aber eigentlich immer, wie gesagt, humorvoll gemeint und nie irgendwie im negativen Sinn. Ja, das stimmt. Genau. Sehr gut. Dann hätten wir noch ein Verb und zwar tüfteln. Oh, tüfteln. Das ist, wenn man ein Problem lösen will und sehr viel dafür ausprobiert. Also bei Tüfteln sehe ich sofort einen Professor oder so vor einem technischen Problem und man probiert ganz viele Sachen aus, damit dieses Problem gelöst wird. Ja, so. Genau. Also Tüfteln ist schon was, wie soll man sagen, was viel mit Versuchen zu tun hat. Also man probiert verschiedene Dinge und merkt, es funktioniert noch nicht so, dann kann ich vielleicht noch diese eine Sache ändern und mach nochmal. Ja, ich glaube, das ist so. Stimmt, und man braucht auf jeden Fall viel Geduld. Ja. Also es dauert lange, bis man dann eben eine Lösung für das Problem findet und eigentlich ja auch nur durch Ausprobieren ans Ziel kommt. Genau. Okay, und dann kommen wir zu unserem letzten und das ist das Verb sich verzetteln. Aha, okay. Sich verzetteln, würde ich sagen, bedeutet, wenn man für eine Sache länger braucht, als man ursprünglich dachte, dass man braucht. Und sich sehr lange vielleicht mit einem Fakt aufhält und man kommt einfach nicht weiter, sondern man kommt so vom einen ins nächste. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie sage, ich plane eine Reise und ich möchte schon mal den Flug buchen und Hotels, vielleicht die verschiedenen Orte, wohin könnte ich reisen und so. Und dann bleibe ich aber schon bei der Wetteranzeige für bestimmte Orte hängen. So, aha, ja, okay, an dem und dem Ort ist das und das Wetter. Und dann komme ich irgendwie ins nächste. Welche Kleidung brauche ich denn da? Ja, genau. Also, dass man dann irgendwie den Fokus verliert. So, ich glaube, das ist ja eher, oder? Ja, das hätte ich auch gesagt. Man verliert den Fokus, man beschäftigt sich mit Sachen, die jetzt eigentlich ja gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun hatten. Wenn man so ein bisschen vom Weg abkommt, dann hat man sich verzettelt. Ja, genau. Also nochmal das Beispiel, weil es jetzt, glaube ich, ein bisschen wirr war. Wenn man jetzt irgendwie bei dieser Wetteranzeige von, keine Ahnung, Fuerteventura schaut und dann bei denen ist es im März 25 Grad warm und dann denke ich, 25 Grad, wie viel Grad hat es eigentlich bei uns in Deutschland? Und dann komme ich plötzlich darauf, dass in Deutschland der März viel wärmer ist als noch vor 20 Jahren oder keine Ahnung. Ne? Also dann kommt man von der einen Sache ins Tausendste und denkt sich, hey, jetzt habe ich mich voll verzettelt. Ich wollte doch eigentlich recherchieren, in welches Land ich fliege oder welche Kleidung ich mitnehmen muss oder wie auch immer. Ja, stimmt. So. Passiert dir das oft, dass du dich verzettelst?
Boah, es ist, glaube ich, voll abhängig von der Sache, aber ja, ich glaube schon, ehrlich gesagt. Ich glaube schon. Dir? Ja, ich glaube auch. Also wie du gesagt hast, es kommt jetzt drauf an, wenn man natürlich gerade irgendwo ganz wichtig und fokussiert ist, dann nicht. Aber wenn das Sachen sind, wie du sagst, ein Urlaub oder so, da passiert es schon leicht mal, dass man schnell irgendwie falsch abbiegt. Ja, genau. Ja. Würde mich mal interessieren, wie das bei euch ist. Also verzettelt ihr euch schnell? Wenn ja, dann schreibt uns gerne, oder auch wenn nicht, schreibt uns so oder so gerne einen Kommentar. Auch wenn dieses Video für euch hilfreich war und vielleicht einige neue Wörter dabei waren für euch. Ich danke dir, Theresa. Bitte. Und danke euch fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Genau.